Wenn du die EA Sports FC 24 Ultimate Edition vorbestellt hast oder noch überlegst, ob du die vorbestellen solltest, dann könnte dieses Video extrem wichtig für dich sein. By the way, wenn du es noch nicht vorbestellt hast, kannst du es gerne unter dem Link in der Videobeschreibung machen. Damit kannst du mich auch nebenbei noch ein bisschen unterstützen. Ich wäre dir auf jeden Fall sehr dankbar. Doch in diesem Video zeige ich dir Möglichkeiten auf, wie du Early Access ab dem 22.09. für dich nutzen kannst und wie du die 4600 EAFC 24 Points, die du ja als Vorbesteller Boni bekommst, auch am sinnvollsten einsetzt, damit dir der Start in EA Sports FC 24 gelingen kann. Schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, damit du einen Überblick über alle Möglichkeiten hast und dann die richtige für dich auswählen kannst. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. Beginnen wir mit Möglichkeit 1, die wahrscheinlich am bekanntesten ist und das einfach mit den 4600 EAFC Points, die du bekommen hast, Packs zu ziehen. Wer kennt es nicht? Nicht umsonst verdient EA einen Haufen Kohle am Anfang, weil Leute sogar reinpayen und Packs ziehen, um sich einen perfekten Start verschaffen zu können. Und dann natürlich mit den gezogenen Spielern diese dann verkauft, damit tradet oder sich damit sogar das erste Team aufbaut. Denn alle hoffen natürlich am Anfang, die Big Broken Spieler zu ziehen und natürlich Packluck zu haben, weil das die ganze Herangehensweise und der Start deutlich vereinfacht werden kann, wenn du Big Broken Spieler ziehst, weil sie am Anfang natürlich noch relativ viel wert sind. Und ich habe so ein ähnliches Packluck sogar letztes Jahr in FIFA 23 selbst erlebt, aber das erzähle ich in einer weiteren Möglichkeit, also schaut bis zum Ende. Wenn dir der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Bei dieser Möglichkeit kannst du natürlich in kürzester Zeit ein sehr großes Spielermaterial anhäufen und natürlich damit traden und die Gewinne eventuell wieder reinvestieren und somit am Anfang sehr viel Münzen machen, weil am Anfang ist Münzen halt Key. Oder du baust dir dadurch schon dein erstes Team auf, wozu wir später dann auch kommen könnten, welche weitere Möglichkeit denn für dich interessant sein könnte. Und wenn du wissen willst, welche Tipps und Tricks oder Erfahrungen ich in Bezug auf das Zusammenstellen des ersten Teams in der neuen Saison habe, dann sei auf jeden Fall auf die nächste Woche gespannt, denn dazu werde ich ein Video veröffentlichen. Also ist jetzt der beste Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren, die Benachrichtigung zu aktivieren, damit du kein Video und kein Livestream mehr verpasst, damit du auf jeden Fall Bescheid weißt, wenn dieses Video online geht. Die zweite Möglichkeit sind die SBCs, also die Squad Building Challenges, vor allem wenn du natürlich schon Packs gezogen hast. Denn wie auch die letzten Jahre wird es am Anfang immer diese Grundlagen-SBCs geben, die du sowieso abschließen musst, um später dann die SBCs freizuschalten, die EA an sich launchen wird, sodass du früher oder später natürlich eine SBC machen musst, um dem beitreten zu können. Und vor allem diese fortgeschrittenen SBCs wie Hybrid-Ligen-SBCs und so könnten am Anfang sehr interessant sein, weil es dort meistens schon ziemlich große Packs gibt, 25 oder 50k Packs, die natürlich viel Packluck versprechen könnten. Was ich jedoch ja anmerken sollte, vor allem wenn du Packs ziehst, weil die Packs sind dann an sich tradable und dann würde es sich eher lohnen, diese tradable Spieler zu verkaufen, weil diese am Anfang noch mehr wert sind und du dadurch mehr Münzen aufbauen kannst, anstatt diese tradable Spieler in der SBC zu hauen, aber das ist nur meine Meinung. Deswegen musst du selbst wissen, ob der SBC-Ansatz für dich was Richtiges ist. Was aber natürlich bei der SBC eine Möglichkeit ist, die Spieler, die du am Anfang in der Web-App durch die Nation ausgewählt hast, hast du ja die ersten 16 Spieler sozusagen bekommen. Diese sind ja untrade und mit diesen Untrade-Spielern kannst du eventuell schon mindestens eine dieser Grundlagen-SBCs abschließen und dadurch natürlich eventuell schon ein neues Pack natürlich erhalten. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord-Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise.
Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Nun kommen wir auch schon zur dritten Möglichkeit, die ich sogar sehr wahrscheinlich nutzen werde, und das sind die Online- bzw. Offline-Drafts. Denn wie in den letzten Jahren wird es diesmal auch wieder so sein, dass du natürlich am Anfang Drafts spielen kannst und dafür EAFC Points nutzen kannst, um diese freizuschalten anstatt von Münzen. Und da sind wir schon beim ersten großen Vorteil, wenn du Drafts spielst, dass du natürlich keine Münzen einsetzen musst und kein Invest eingeben musst zuerst, um diesen Modus spielen zu können. Und der zweite große Vorteil, der damit einhergeht, dass du auch kein voriges Invest und keine Münzen ausgeben musst, um ein erstes Team zu erstellen. Denn in dem Draft-Modus, dafür steht er ja, dass du da halt Spieler auswählen kannst und mit diesen spielst und du die nicht selber haben musst, was natürlich ein extrem großer Vorteil ist, weil du natürlich dann Münzen durch die Partien erspielen kannst und natürlich auch schon Rewards bekommst, die du dann öffnen kannst, und eventuell ist da halt was Krasses dabei und dann mit diesen halt traden oder whatever machen. Was ich außerdem an dieser Möglichkeit noch schätze ist, da du ja online oder offline spielst, je nachdem was dir beliebt, ist es auch so, dass letztlich jeder halt spielen kann, je nachdem ob er lieber online oder offline spielt. Ihr könnt alle diesen Modus nutzen und vor allem schon in-game Gameplay-Erfahrungen sammeln und Sachen austesten, was gut funktioniert, vor allem Dribblingarten, Schussarten, welche Abschlussspots ziemlich gut sind und ihr dadurch schon das Spiel näher kennenlernt und für weitere Aufgaben natürlich mehr und mehr Belohnungen eventuell spielt, weil ihr mehr und mehr rausfindet und dadurch mehr Siege holt und damit bessere Belohnungen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich am Anfang des Videos schon meinte mit Pack-Luck, denn in FIFA 23 war es so, dass ich durch Online-Draft-Rewards Mbappé direkt am Anfang in der ersten Woche gezogen habe. Und das war natürlich ein Gamechanger, weil zu diesem Zeitpunkt war der 1,6 Millionen Münzen wert. Und das hat natürlich den ganzen Ansatz verändert, weil ich indirekt jetzt rich war und mir dadurch auch schon ein besseres Starterteam leisten konnte und Co., was natürlich ein Gamechanger sein kann. Und natürlich wird dieses Szenario vielleicht nur einmal im Leben auftreten, aber ihr seht dadurch, es ist möglich und es kann euren Ansatz komplett verändern. Nun kommen wir auch schon zur vierten Möglichkeit und das sind die Squad Battles. Und diese Möglichkeit ist natürlich am besten für Spieler, die generell gerne offline spielen und die in der Web-App-Phase oder schon am Anfang von Early Access sich ihr erstes Team aufgebaut haben. Denn die Hürde bei Squad Battles ist natürlich an sich, dass du schon ein eigenes erstes Team haben musst, um diesen Modus spielen zu können. Was aber ein entscheidender Vorteil in diesem Modus sein kann, wenn du vor allem am Anfang sehr krass Wine grindest, ist, dass du als erstes Ingame Rewards, abgesehen von Drafts, natürlich erhalten kannst. Denn Early Access wird an einem Donnerstag rauskommen und wenn EA nichts am Format ändert der Rewards, werden die Squad Battle Rewards schon am Sonntag kommen, sodass du innerhalb von 3 Tagen schon die ersten Rewards hast und dort diese auch auswählen kannst, ob du Packs haben willst oder Münzen. Meistens ist es sogar eine Kombination aus beidem, was dir natürlich den Start nochmal ein bisschen erleichtern kann, was halt Squad Battles extrem sinnvoll machen kann, am Anfang zu spielen, um schnell Rewards zu erhalten. Die finale 5. Möglichkeit ist natürlich Division Rivals zu zocken. Und auch hier ist die erste Hürde natürlich, dass du schon ein eigenes Team brauchst, um diesen Modus spielen zu können. Was natürlich hier nochmal ein deutlich höherer Vorteil ist, dass du dort auch schon erste Gameplay-Erfahrungen sammeln kannst und ich sag mal auf einem etwas höheren Niveau sammeln kannst, weil natürlich viele spielen und viele mehr spielen und dadurch schon gewisse Sachen herausfinden und du dich vor allem schon online mit besseren Spielern messen kannst. Was du außerdem noch bedenken solltest, dass du ja durch das Spielen an sich schon Münzen pro Spiel bekommst und durch den Treuebonus, den du erhalten wirst, wenn du FIFA 23 schon gespielt hast, wirst du sehr wahrscheinlich auch einen Münzboost für 10 Spiele bekommen, meistens 1000 Münzen pro Spiel, was natürlich dir dann in den ersten 10 Spielen, wenn du spielst, mindestens schon mal 10.000 Münzen auf den Nacken, sag ich mal, für deinen Account bekommst, was dir natürlich extrem für den Start helfen könnte, was du natürlich da nicht vergessen darfst, weil Münzen am Anfang sind key und wenn du pro Spiel Münzen bekommst,
ist das natürlich ein äußerst guter Vorteil. Und natürlich, je nachdem, wie gut du spielst und wie gut du mit dem Spiel zurechtkommst, kannst du natürlich auch innerhalb der ersten Woche, weil die Rewards natürlich dann zum Release kommen, also 7 Tage später, kannst du natürlich dich schon relativ weit hoch in den Rängen arbeiten und eventuell schon in Division 5, Division 4, Division 3, je nachdem, wie du grindest und wie du vorankommst, kannst du natürlich dadurch schon mal extrem gute Rewards erspielen. So, das waren dann auch schon alle Möglichkeiten. Ich hoffe, dass euch diese Möglichkeiten dabei helfen, dass euer Start in EA Sports FC 24 gut gelingen kann. Schreibt jetzt gerne in die Kommentare, welchen Ansatz ihr nutzen werdet, oder wenn ihr nochmal einen komplett anderen Ansatz habt, den ich noch nicht erklärt habe, schreibt den auch gerne in die Kommentare, damit andere Leute davon hören können. Wenn es dir gefallen hat, abonniere am besten den Kanal, damit du kein Video und keinen Livestream mehr verpasst, vor allem nicht das neue erste Team-Video, und natürlich, wenn wir ab dem 22.09. bei Early Access im Livestream reinstarten werden. Lass außerdem ein Like da und teile das Video mit anderen, damit ihnen ebenfalls der Start in EA Sports FC 24 gut gelingen kann. Und wenn ihr weitere Tipps und Tricks für den Start in EA Sports FC 24 haben wollt, dann schaut euch unbedingt die Tipps und Tricks Playlist an, denn dort werde ich schon Tipps und Tricks für den Start launchen und da wird dann auch das Video zum ersten Team erscheinen. Also schaut dort unbedingt rein und zum Schluss sage ich wieder Welcome to the New Age. Ciao.